Die Brücke geht leider wieder zu, das haben wir jetzt verpasst. Ist vor uns gerade einer reingefahren. Wir hatten jetzt gehofft, wir können dann noch schnell mit durchhuschen, aber müssen wir jetzt doch extra anmelden. Hier vorne rechts auch noch eine kleine Tankstelle. Hier kostet der Diesel 1,89. Hier hätten wir also auch tanken können. Ja, wir wollten gerade Blitzauftritt machen, aber hat nichts geholfen. Ja, muss ich jetzt mich per Funk neu anmelden. Ja, ich funke die jetzt erstmal an. Oh, ich habe die Brücke angefunkt und die hat mir auch schon gesagt, dass sie öffnet. Geht doch schon sofort auf. Nicht so groß. Da kann man locker beim Drittel der Öffnung schon durchfahren. Wir warten nie auf grün, weil die Brücken viel zu groß sind und der Autoverkehr würde viel zu lange gestoppt, wenn wir jedes Mal auf grün warten würden. Und die Brückenwärter sind auch froh, wenn man vorher durchfährt. Also die Brücke ist jetzt halb geöffnet und da kämpft schon Ozeanriese durch. Und es macht überhaupt keinen Sinn, da zu warten, alle zu behindern. Und schon sind wir raus. Auf der rechten Seite kommen wir leider nicht durch, da ist die Brücke, die vordere ist zu knapp. Und dahinter ist die Brücke, wo sich alle Holländer darüber aufgeregt haben, dass sie für den reichen Mann geöffnet werden soll. Und weiter geht's in diese Richtung. Und wir fahren heute über den Leck. Und dann durch die Schleuse nach Nieuwegein. Da kommt gerade wieder ein schnelles Wassertaxi. Ah, da ist so ein Wassertaxi-Stand. Die gelben anscheinend, ne? Ja, okay, dann wissen wir das auch. Da geht's raus zur Nordsee. Und in diese Richtung geht's zum Leck. Also ganz schöne Schaukelei hier. Ja. Aber ich denke, gestern noch, was hier los war, ist ja heute Totenstille quasi. Ja, gestern war hier noch ein bisschen mehr Betrieb mit Berufsschiffen. Aber von vorne kommt eins, es scheißt nicht. Stimmt, hier sind wir. Das einzige Berufsschiff, was uns gerade entgegenkommt, auf der ganzen Strecke ist alles frei. Da ist ein Flusskreuzfahrtschiff von Nico Cruises. Und da vorne ist ein riesengroßes Schwimmbad, Tropcana. Unser Weg führt in die Richtung. Gehen wir mal ein bisschen Gas. Jetzt sind wir an der Mündung. Wir fahren nicht den Nord, sondern wir fahren jetzt in den Leck rein. Hier wird dann die Berufsschifffahrt deutlich weniger. Ja, wir fahren jetzt wieder gemütlich hier so den Leck entlang. Das ist sehr entspannend. Ab und zu mal Berufsschifffahrt. Keine Wellen, kein großer Wind. Also hier kann man sehr schön fahren. Links und rechts mal ein Städtchen, ein Campingplatz, viel Natur. Also sehr gemütlich. Wir stehen die vier in Windmühlen. Leider regnet es so stark, dass ich da nicht raus kann. Auf dem Leck kommen uns doch einige Berufsschiffe entgegen. Hier rechts ist wieder ein großer Yachthafen, Industriehafen. Das letzte Stück fahren wir noch mal mit über 40, dann sind wir jetzt auch gleich schnell an der Schleuse. Da vorne ist die Fähre. Hier wird noch ein bisschen gearbeitet, weil heute Samstag ist. Hat auch einen Hafen und daneben ist auch direkt ein Campingplatz, wo auch Wohnmobile sich hinstellen können. Gleich zwei hintereinander. Da kommt gleich noch einer. Nach rund 50 Kilometer Leck kommen wir jetzt nach Nieuwegein rein.
Wir nehmen die kleine Schleuse und wollen in die Stadt und dort bleiben. In diesem kleinen Hafen waren wir auch schon gewesen. Da oben ist eine Schaukel und da habe ich vor Jahren mal geschaukelt. Wir haben an den Längssteg da vorne festgemacht gehabt und es hatte uns hier auch sehr gut gefallen. Wir können zwar jetzt auch vorne in den Hafen reingehen, wo wir schon mal waren, aber wir wollen in die Stadt, vielleicht gibt es ja noch ein Eis. Heute gehen wir durch die Schleuse. Wir biegen jetzt ab Richtung Schleuse. Die erste Brücke ist für uns hoch genug. Und dann, ja, vor der Schleuse liegt schon jemand. Das heißt, wir sollen uns da hinten anstellen zu warten. Das wird schwierig, Jürgen. Wo willst du festmachen? Das ist eine witzige Schleuse. Ich wüsste gar nicht, wo ich da festmachen soll. Da komme ich doch nirgendwo dran. Da hat man nur ein paar Leinen, aber die sind so weit unten. So eine blöde Schleuse habe ich auch noch nie erlebt. Du hast vorne auch einen Ring übrigens. Das ist schon eine sehr ungewöhnliche Schleuse. Das ist wie so ein großes Oval und mit Steinmauer und wenig Befestigungsmöglichkeiten. Ja, ich habe hier oben noch einen Ring. Und der Ring für Marina ist da weiter vorne. Wenn die 4 in der Schleuse jetzt alle einen Liegeplatz wollen, dann könnte es natürlich eng werden. Gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob wir da hinten jetzt nochmal anlegen müssen. So eine Art Doppelschleuse. In Zeitlupe wird hier eingefahren. Jetzt fährt er rückwärts gleich. Die erste Kammer, die wie ein Vorhof aussieht, haben wir jetzt hinter uns gebracht, nach langer Schleusung. Na Jung, mach die Brücke hoch. Und jetzt gehen wir dann gleich von der zweiten Brücke. Da ist auch noch mal eine Schleusenkammer, so wie es aussieht. Bin mal gespannt, ob die jetzt gleich aufgeht oder wir noch mal schleusen müssen. Ja, das Tor geht auf. Eine Ausfahrt im Schneckentempo. Die Schleuse hat verdammt lange gebraucht, gefühlt eine halbe Stunde. Also wenn hier richtig viel Verkehr ist und viele Urlauber rein und raus wollen, dann verweilst du hier Stunden. Und hier ist auch wieder rechts und links Wohnen. Und hier ist auch ein Eventschiff. Ein Museum. Da oben steht ein Ritter. Na, jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwo an der Karte, an der Stadt für uns einen Platz bekommen. Hier ist auch einiges an Berufsschifffahrt. Und rechts und links wohnen auch die Holländer in ihren Hausbooten. So könnte ich es mir aufgefallen lassen. Trotz Wind hat man uns jetzt hier ein bisschen an der Brücke hängen lassen. Jetzt hat die Brücke endlich geöffnet und wir können alle durch. Und jetzt ist es aber grün. Und jetzt geht es weiter. 4 kleinere Motorboote noch vor uns. Ich hoffe, dass das Wetter bis zum Anlegen noch hält und ich nicht nass werde. Die Autos müssen dann halt noch ein bisschen warten, bis wir alle durch sind. Jetzt kommen wir zur nächsten Brücke, die Plettenbergse Brücke. Die schaffen wir so. Und dahinter ist ein Hafenbecken. Da haben wir vor ganz, ganz vielen Jahren mal gelegen, noch mit den Eltern. Da war eine alte Charterfirma, die schon so rostige Stahlboote hat und hat noch Strom bekommen von denen und sind dann mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren. Aber das ist schon weit über 10 Jahre her. Plan B hat sich gerade in Luft aufgelöst. Hier gibt es kein Hafenbecken mehr, wo man anlegen könnte. Ein Schrottplatz. Aber es wird was aufgebaut hier. Wahrscheinlich kommt hier noch ein Hafenbecken wieder hin. Ja, ich hatte ein bisschen gehofft, dass wir da liegen können im Notfall. Aber das geht nicht. Die haben hier komplett neue Sprungwände gesetzt. Hier entsteht quasi ein ganz neues Wohngebiet, so wie es aussieht. Jetzt nimmt er uns den Platz weg. Schade. Ja, das wäre auch sehr eng geworden. Aber hätte gepasst. Die einzig offizielle Liegestelle hier weit und breit ist jetzt voll. Und ins Päckchen wollen wir nicht. Also schauen wir weiter. Hier ist für uns kein Plätzchen. Ein schöner Park. Jetzt muss Plan C her. Denn als Alternative bis Wes wollen wir eigentlich nicht. Wird wohl schwierig. Es ist 2:30. Dann Wes kriegst du da auch nichts mehr. Die nächste Brücke und da hinten ist dann schon die Schleuse. Kein regulärer Liegeplatz mehr. Die letzte Brücke vor der Schleuse. Jetzt müssen wir improvisieren. Da könnte man auch festmachen, Jürgen. Da sind auch Anmacher. Du hast doch gesagt, eine Nacht ohne Strom geht, oder? Ja, mir egal.
Jedenfalls besser, als wenn wir jetzt noch über 3 Stunden fahren. Jetzt machst du jetzt eine Drehung. Ja. Dann muss ich die Fenster auf der Seite runter machen. Ich kann auch anders fahren, aber wir müssen ja zurück, nutzt ja nicht. In der Stadt drinnen war es voll und wir hatten aber keine Lust mehr auf Weiterfahrt. Und ich denke, wir kommen auch eine Nacht ohne Strom hier aus. Stehen jetzt hier vor der Schleuse. Hier ist Parken erlaubt. Von daher, Berufsschifffahrt wird so viel nicht kommen, die uns den Platz streitig machen. Von daher denke ich, ist alles gut. Und in die Stadt ist es auch nur 1 Kilometer höchstens. Ich habe mal probeweise den Generator gestartet. Der läuft jetzt da auch. Scheint alles zu funktionieren. Und aus. Notfallgenerator läuft. Wir müssen morgen rechts da durch die Schleuse. Und wir liegen jetzt hier auf einem Ankerplatz. Und wir gehen jetzt einfach in die Stadt. Guck mal, der steht hier länger da. Er hat schon seinen Tannenbaum und schön gemäht. Der davor, da wollte ich mich auch erst hinstellen, aber da gab es dann keine Poller mehr. Und wie ich sehe, hat er auch Erdspieße genommen, um sich festzumachen. Und wir sind hier schon im tiefen Wald. Die Vögel zwitschern. Alles schön. Und wenn die Kirche da ist, dann kann der Ort ja nicht mehr weit sein. In der Rheinhäuser Bruck ist dann auch der Passantenhafen, wo wir keinen Platz gekriegt haben. Dafür, dass man sich die Mühe macht, durch 2 Schleusen zu fahren und nicht gleich auf den Amsterdam-Rhein-Kanal, finde ich das hier schon mager. Früher war hier deutlich mehr los, aber da ist eine Eisdiele und Marina steht schon davor. Hier gibt es Fußball und hier gibt es Eis, da gehen wir noch mal rein. Hallo. Eis geht immer, auch wenn das Wetter schlecht ist. Das hat uns jetzt den Tag gerettet und der Weg hierher hat sich schon gelohnt. Essen wollen wir heute Abend eh an Bord. Ja, von da sind wir reingefahren, am Grödwart. Und hier ist die Dorfkirche. Wir suchen noch das Zentrum. Da gibt es auf jeden Fall schon mal was zu essen. Indisches Restaurant. Ja, wir dachten erst, wir wären hier in einem winzigen Ort und hier ist ja gar nichts los. Und jetzt laufen wir gerade Richtung Zentrum. Und was wir sehen, alles riesen Klopper von Häusern. Hier werden richtig hohe Wohnhäuser noch gebaut. Hier sind noch die Eigenheime und da vorne wird es dann richtig groß. Die Stadt überrascht uns gerade total. Wir sind jetzt hier tatsächlich im Zentrum. Da wird gebaut und hier gibt es sogar einen Mediamarkt. Da hinten ist der Eingang zum Winkelzentrum. Ja, das ist ja der absolute Wahnsinn. Und hier geht es noch rein und ganz weit durch. Und schon blüht die Kreditkarte bei Marina. Und glücklich? Ja, für die Kleine habe ich was. Da sind wir aus dem Zentrum rausgekommen. Ein riesengroßes Einkaufszentrum. Und jetzt gehen wir mal in die Richtung noch weiter. Walk to go. Hier wird alles. Wir sind völlig überrascht. Ich komme ja gar nicht mehr aus dem Staunen raus. Hier geht es weiter. Hier unten ist der Jumbo, der Mediamarkt. Dann ist hier auch noch mal ein riesiges Gebäude. Und ein bewaldetes, sowas wie ein Parkhaus. Absoluter Wahnsinn. Da ist ja mal ein Glockenspiel, wenn die loslegen. Einer Seitenkanal rein, wo der vorhin abgebogen ist. Was ich in der Karte noch nicht gefunden habe, war Liegeplätze. Laut Wasserkarte ist hier ein Wasserrastplatz. Aber nur für die, die auf das Öffnen der Brücke warten. Dauerliegen ist hier nicht erlaubt. Wir sind ja hier auf der Holländische Eisel. Das Ufer ist befestigt, aber liegen darf man hier nicht. Eigentlich schade um den schönen Platz. Wenn man die Holländische Eisel fährt, dann kommt man irgendwann hier raus. Das ist eine sehr romantische Strecke und kommt dann auf den Merwede-Kanal, auf den wir heute gekommen sind. Hier geht rein. Von dort sind wir gekommen und sind dann in die Richtung weitergefahren. Da ist auch ein Schild Gouda. Wir sind damals auch von Gouda gekommen. Und dann noch durch 2 weitere Brücken, weil die Liegeplätze belegt waren. Und haben uns dann auf den weiten Fußmarkt gemacht. Hier sind Magnetfischer am Werk. Das ist jetzt die einzige offizielle Liegestelle. Da stehen jetzt gerade mal 10 Boote. Und wenn man sich die andere Seite anguckt, denkt man, man ist hier im Dorf gelandet. Und die Kirche da hinten deutet ja auch so, als wäre man hier irgendwo. Das war wahrscheinlich mal das alte Dorf. Und der Stadtteil, wo wir jetzt waren, der ist ja komplett nagelneu. Satellitenstadt mit riesigen Häusern, Vorort von Utrecht.
Bootstechnisch wäre hier noch richtig viel Potenzial, aber wird nicht ausgenutzt. Ja, vielleicht lohnt es sich ja auch nicht. Wir müssen jetzt noch hinter die zweite Brücke. Unser Bötchen ist auch noch da, so hier ganz alleine am Wegesrand oder am Wasserrand. Das waren jetzt gut 2,5 Kilometer Fußmarsch, eine Richtung bis zum Zentrum. Völlig unerwartet. Was wir dann dort angetroffen haben, das hat uns schon geflasht. Hatten wir nicht so erwartet. Aber ich bin froh, dass wir wieder zurück sind, denn jetzt tun uns die Füße weh. Bitte an Bord gehen. Geschafft. Heute sind wir hier alleine unterwegs weitergefahren, weil wir haben wichtige Termine und mussten uns deswegen trennen, weil wir früher nach Hause müssen. Und jetzt kann ich meine Hausmannskost mal langsam auf den Tisch bringen, weil wir sind hier ziemlich weit ab vom Schuss von den Restaurants und von daher gibt es heute Möhren untereinander mit Mettwürstchen. Mitten in der Pampa. Ja. Lassen wir uns schmecken. New Wigan oder New Rhein, die Aussprache ist gar nicht so einfach, hat uns total überrascht. Wir haben ein Dorf erwartet und eine Stadt entdeckt. Warum sollte man hier mit seinem Boot anhalten? New Wigan liegt im Speckgürtel von Utrecht. Hier leben die ganzen Pendler, die in Utrecht arbeiten, und dafür ist die Stadt auch konzipiert. Für Bootsfahrer zum Beispiel ist Utrecht schwer zu erreichen und zu besuchen, aber von New Wigan aus fährt eine Bahn in 20 Minuten in die City von Utrecht und von hier aus kann man dann ganz bequem Utrecht besuchen. Auch für Shopping ist natürlich New Wigan total ideal. Das riesige Einkaufscenter hat uns total geflasht und ist alles relativ neu. Kulinarisch kann man hier auch alles erwarten, was man so kennt. Ich würde dann aber doch eher im Yachthafen Delek liegen, wenn ich New Wigan besuchen möchte, weil da findet man immer einen Liegeplatz, muss also nicht erst in die Stadt rein und ist dann unter Umständen enttäuscht, wenn man keinen Platz findet. Über Delek gibt es übrigens auch ein Video. Wer nur auf der Durchreise ist, der sollte den direkten Weg vom Lek zum Amsterdam-Rhin-Kanal über die Beatrix-Schleusen nehmen. Das ist deutlich einfacher und zeitsparender. Wenn man über die Königin-Schleuse durch New Wigan fährt, dann muss man noch eine zweite Schleuse am Ende nehmen und mehrere Brücken. Das kostet etliche Stunden Zeit. Und so doll ist jetzt die Durchfahrt auch nicht. Bei einem Turn von Gouda zum Beispiel kommt man über die Holländische Eifel in New Wigan raus. Das kann man dann natürlich mit einem Besuch von New Wigan und Utrecht verbinden. Uns hat der Tag hier total gefallen, weil wir was Neues und Unbekanntes entdeckt haben. Auch haben wir mal außergewöhnlich gelegen. Jetzt kommt noch ein kleines Drohnenvideo. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Wir fliegen von unserem Standort Richtung Stadt über die 2 Brücken. Im Hintergrund sieht man schon ein paar Hochhäuser. Und im Vordergrund sieht man das alte Dorf mit den Liegeplätzen. Zurück geht es Richtung Sulderschleuse. Hinter der Brücke liegen wir. Nach der Schleuse kommt dann gleich der Amsterdam-Rhein-Kanal. Der ist gar nicht so schlimm, wie man immer behauptet, aber der deutlich schnellste Weg. Dann geht es wieder zurück zu unserem Boot. Bis zum nächsten Vlog.